Nachdem unser letztes Video über 10 Filme, auf die wir uns freuen, so gut bei euch ankam, kommen wir nicht umhin, euch einen weiteren Teil zu präsentieren. Auch dieses Mal haben wir spannende Filme für euch gefunden. Von Superheldenfilmen über ein Scorsese-Abenteuer bis hin zum zweiten Teil eines gut 34 Jahre alten Klassikers ist alles dabei. Also lasst euch überraschen, denn hier kommen 10 Filme, auf die wir uns freuen, Teil 2. Der erste Film unserer heutigen Folge ist The Kingsman: The Beginning. Das Franchise erfreut sich seit den ersten beiden Teilen einer großen Fangemeinde und zählt durchaus zu einer der erfolgreicheren modernen Interpretationen des Geheimagentenfilms. Nachdem Kingsman: The Secret Service und Kingsman 2: The Golden Circles kunterbunte und brutale Unterhaltungsfilme waren, ist beim kommenden Teil ein kleiner Tapetenwechsel angesagt. Inhaltlich geht der Film an die Anfänge der Geheimorganisation zurück und erzählt als Prequel die Vorgeschichte der modernen Agenten rund um Axie und Co. Keine Spur also von dem beliebten Schlitzohr, denn in The Beginning dreht sich alles um eine Verschwörung im Zuge des Ersten Weltkriegs, in die sogar der russische Wanderprediger Grigori Rasputin verwickelt sein soll. So ganz ohne Axie geht es dann aber doch nicht, denn im Prequel spielt zumindest sein unmittelbarer Vorfahre eine Rolle. Bezüglich des Casts ist der Film hochkarätig besetzt, so werden zum Beispiel Ralph Fiennes, Harris Dickinson und Daniel Brühl auf der Leinwand zu sehen sein. Angeblich arbeitet Matthew Vaughn auch schon am dritten Teil der Reihe, der dann wieder mit den Charakteren der beiden ersten Teile auffahren wird und das Franchise dann endgültig zum Abschluss bringt. Das Prequel The Kingsman: The Beginning erscheint nach derzeitigem Stand am 17. September 2020 in den Kinos. Fans des Top Gun-Franchise dürfen sich nach 34 Jahren endlich auf einen zweiten Teil freuen. Der erstklassige Pilot Pete Maverick Mitchell geht es mittlerweile deutlich ruhiger an und hat Abstand vom unmittelbaren Kriegsgeschehen genommen. Dafür gibt er seine Kampferfahrung an die nächste Generation weiter und fungiert als Ausbilder. Soweit so gut, schlussendlich holt ihn seine Vergangenheit aber dann doch ein, denn er muss sich ein letztes Mal ins Cockpit zwängen, um sich auf eine lebensgefährliche Mission zu begeben. Außerdem soll das brandaktuelle Thema rund um Drohneneinsätze im Film thematisiert werden. Schauspielerisch muss sich der Film nicht hinter seinem Vorgänger verstecken, denn Hollywood-Superstar Tom Cruise wird wieder in eine seiner Paraderollen zurückkehren und dem Charakter Maverick erneut Leben einhauchen. Auch andere Charaktere aus dem ersten Teil, wie zum Beispiel Bradley Rooster Bradshaw oder Rick Jester Hatherley, werden zurückkehren, jedoch personell anders besetzt als beim Original. Mit 146 Minuten Laufzeit dürfen sich Fans übrigens auch über deutlich mehr Laufzeit als beim Vorgänger, der nur 109 Minuten lang war, freuen. Top Gun 2 Maverick erscheint laut aktueller Planung am Tag vor Weihnachten, den 23. Dezember 2020 in den deutschen Kinos. Als nächsten Film präsentieren wir euch Godzilla vs. Kong. Eigentlich sollte der Monsterfilm im November 2020 erscheinen, jedoch machte die Pandemie uns allen einen Strich durch die Rechnung. Das verantwortliche Studio Warner Bros. Hat den Film, der so gut wie fertiggestellt ist, auf Mai 2021 terminiert. Inhaltlich dreht sich der Blockbuster um ein apokalyptisches Szenario, denn die ganze Erde wird von riesigen Kreaturen heimgesucht. Darunter befinden sich natürlich auch die titelgebenden Ungeheuer Godzilla und King Kong, die im Verlauf des Films aufeinandertreffen und sich eine Schlacht epischen Ausmaßes liefern. Gleichzeitig tun sich auch bei den Menschen zwei Gruppierungen hervor. Die einen wollen mehr über die Giganten erfahren und die anderen wollen sie einfach nur töten. Das voraussichtliche Release von Godzilla vs. Kong ist der 20. Mai 2021. Der Nachfolger des Box-Office-Hits Venom steht auch schon in den Startlöchern für ein Release nächstes Jahr. Der Vorteil? Venom 2 wurde bereits zum größten Teil vor dem Shutdown gedreht. Dennoch ist die Produktion noch nicht ganz fertig, denn wie Produzent Dan Wilson Anfang Juni in einem Interview mit Vanity Fair verkündete, arbeitet das Team derzeit noch an der Post-Production. Außerdem sind Nachdrehs natürlich nicht ausgeschlossen, denn wie so oft bei großen Blockbustern ist es im Nachhinein noch notwendig, einzelne Szenen für die Kinoleinwand zu optimieren. In Venom: Let There Be Carnage, wie der offizielle Titel lautet, werden wir wieder altbekannte Gesichter vor der Kamera sehen. Darunter sind natürlich Tom Hardy als Eddie Brock, Michelle Williams als Anne Weying und Woody Harrelson als Cletus Kasady aka Carnage. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf das Aufeinandertreffen zwischen dem Anti-Helden und dem Bösewichten Carnage ab dem 24. Juni 2021. Als fünftes haben wir für euch eine Videospielverfilmung im Angebot. Gemeint ist natürlich das actionreiche Uncharted-Franchise, das sich um den jungen Nathan Drake dreht. Dieser ist ein Nachfahre des berühmten Seefahrers Sir Francis Drake und auf der Suche nach der sagenumwobenen Stadt El Dorado. Gemeinsam mit seinem Mentor Victor Sullivan und einem Journalisten macht sich der Abenteurer auf nach Südamerika. Natürlich bleibt diese Schatzsuche nicht unbemerkt und so müssen sich die Entdecker auf eine ganze Reihe Widersacher gefasst machen, darunter Piraten, Söldner und andere gefährliche Gegner.
Ähnlich widerspenstig geht es bei Uncharted auch hinter den Kulissen zu, denn das Projekt hat eine unfassbar lange Liste an Regisseurwechseln und anderen Produktionsschwierigkeiten hinter sich, sodass man zwischenzeitlich schon dachte, dass sich der Film endgültig erledigt hat. Die lange Suche nach einem Regisseur und einem Hauptdarsteller haben aber nach jetzigem Stand ein Ende gefunden, denn den Regiestuhl wird Ruben Fleischer und die Hauptrolle Tom Holland übernehmen. Die Rolle des Mentors Vic Sullivan wird übrigens Mark Wahlberg übernehmen. Uncharted soll am 15. Juli 2021 in den Kinos erscheinen. Der nächste Film in unserer Aufzählung ist The Suicide Squad. Nachdem David Ayers Suicide Squad Teil aus dem Jahre 2016 von Kritikern und Fans eher mäßig angenommen wurde, liegt jetzt natürlich das Augenmerk auf dem zweiten Teil von James Gunn. Ein direkter Zusammenhang zum ersten Teil besteht übrigens nicht, weswegen selbst Kritiker des 2016 erschienenen DC-Films gespannt auf das Release von The Suicide Squad im August 2021 warten. Mit dabei sind wieder viele altbekannte Gesichter. Dabei sind Margot Robbie als Harley Quinn, Joel Kinnaman als Rick Flag, Jay Courtney als Captain Boomerang und Viola Davis als Amanda Waller. Bezüglich des Casts verkündete Regisseur James Gunn übrigens, dass man sich nicht zu sehr an die Figuren gewöhnen solle. Was genau das heißt und wer von den genannten Figuren am Ende des Films überlebt, könnt ihr voraussichtlich ab dem 6. August 2021 herausfinden. Knapp 2 Monate nach The Suicide Squad dürfen wir uns über einen weiteren DC-Blockbuster freuen. Die Rede ist natürlich von The Batman. Wir wissen bisher, dass Hauptdarsteller Robert Pattinson eine junge Version des Dunklen Ritters verkörpern wird und dass Regisseur Matt Reeves den Fokus auf das zweite Jahr des Superheldendaseins von Bruce Wayne legen wird. Reeves selbst erklärte, dass er keine Ursprungsgeschichte machen wolle. Stattdessen wird der Fokus auf Geschehnissen liegen, die erklären, wieso Batman so geworden ist, wie er nun mal ist. Damit einher geht auch das Leben als Milliardär in einer Gesellschaft, die dem Thema Kapital und Kapitalismus zunehmend kritisch gegenübersteht. Der Fokus liegt aber hauptsächlich auf Batmans Tätigkeit als genialer Detektiv, der sich in den Anfangsjahren befindet und noch weit davon entfernt sein wird, dem Ruf als bester Detektiv der Welt gerecht zu werden. Auch die Anzahl von Batmans Gegnern kann sich sehen lassen, denn er hat es gleich mit einer ganzen Reihe an Widersachern zu tun. Darunter sind John Turturro als Mafia-Boss, Carmine Falcone, Colin Farrell als Pinguin und Paul Dano als Riddler. Um die Rolle von Zoe Kravitz als Catwoman ranken sich seit der Bekanntgabe viele Gerüchte. Schließlich haben Batman und Catwoman schon in den Comics ein schwieriges Verhältnis zueinander. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie Matt Reeves das Mammutprojekt The Batman am Ende des Tages umsetzen wird und freuen uns auf das geplante Release am 30. September 2021. Nach 2 DC-Abenteuern präsentieren wir euch nun den dritten Film von Marvels Homecoming-Trilogie. An dieser Stelle geht übrigens eine Spoilerwarnung an alle raus, die Spider-Man Far From Home noch nicht gesehen haben. Leider hat der Film noch keinen richtigen Titel und auch die Informationen, die über Spider-Man 3 kursieren, sind noch sehr dürftig. Mit einer der zentralsten Fragen nach Spider-Man Far From Home ist, wie es mit Peter Parker und seinem Schwarm MJ weitergehen wird, da die beiden ja am Ende von Spider-Man Far From Home zusammengekommen sind. Auch die Frage nach der aufgedeckten Identität von Peter Parker wird behandelt werden müssen, da noch nicht ganz klar ist, wie das Umfeld des Superhelden auf seine wahre Identität reagiert. Was ebenfalls spannend zu wissen wäre, ist der Bösewicht von Spider-Man 3. Einige spekulieren über einen Auftritt von Scorpion, andere wünschen sich zum Beispiel Kraven, den Jäger, als Antagonisten. Ihr seht schon, es sind noch viele Fragen offen und wir können weitere Neuigkeiten zu Spider-Man 3 kaum abwarten. Das Release des Marvel-Epos ist für November 2022 geplant. Viele warten gespannt auf das Release von James Camerons neuestem Meisterwerk Avatar 2. Das Release des ersten Teils ist zwar schon über 10 Jahre her, dennoch hat das Franchise rund um die bläulichen Bewohner des Planeten Pandora nach wie vor viele begeisterte Fans. Konkrete Story-Details zu Avatar 2 gibt es zwar noch nicht, dennoch hat Produzent John Landau in der Vergangenheit einige Fetzen zur Story durchblicken lassen. Bisher ist klar, dass James Cameron vor allem die Unterwasserwelt von Pandora in den Fokus rücken möchte. Die Kinder von Jake und seiner Partnerin Neytiri sollen im zweiten Teil ebenfalls eine übergeordnete Rolle spielen, denn angeblich wird der Film aus der Sicht der 8-jährigen Tochter gezeigt werden. Wir sind gespannt, welche Infos bis zur voraussichtlichen Veröffentlichung am 21. Dezember 2021 noch ans Licht kommen werden und wie gut James Cameron sein Herzensprojekt weiterführen wird. Das Jahr 2021 und unsere heutige Folge schließt dann das Scorsese-Projekt Killers of the Flower Moon ab. Der Film mit Robert De Niro und Leonardo DiCaprio entsteht in Zusammenarbeit mit dem Technikgiganten Apple und kostet zwischen 180 und 200 Millionen US-Dollar.
Inhaltlich geht es in Killers of the Flower Moon um eine reale Mordserie im US-Bundesstaat Oklahoma. Dort werden in den 1920er Jahren auf dem Land amerikanischer Ureinwohner Ölvorkommen gefunden, was zufälligerweise dazu führt, dass immer mehr Ureinwohner sterben und die Rechte an den reichen Farmer William Hale gehen. Die sündhaft teure Produktion mit Leonardo DiCaprio als skrupelloser Farmer William Hale wird übrigens restlos von Apple finanziert, die Vermarktung übernimmt der Kinoverleiher Paramount. Killers of the Flower Moon erscheint am 31. Dezember 2021 in den USA, ein deutscher Starttermin ist aber leider noch nicht bekannt. Das waren wieder 10 Filme, auf die wir uns in den kommenden Monaten freuen. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Überblick über die wirklich hochkarätigen Produktionen geben und in euch ein bisschen die Vorfreude auf den ein oder anderen Blockbuster wecken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Das gibt uns ein kleines Feedback und wir können euch in Zukunft noch mehr solcher Originals-Folgen liefern.